Im Jahr 2015 tauchte im Nordosten Indiens eine Herde von etwa 60 Elefanten auf, die langsam und müde umhergingen. Die Menschen im Distrikt Chhatra sind an den Anblick wandernder Elefanten gewöhnt und bemerkten daher zunächst nichts Ungewöhnliches. Plötzlich trennte sich jedoch ein weiblicher Elefant von der Herde und zeigte seltsame Verhaltensweisen, was alle in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Sie umkreiste immer wieder eine große Schlammpfütze mitten auf dem Feld und trug dabei einen unverkennbaren Ausdruck des Unbehagens. Die Dorfbewohner merkten, dass etwas nicht stimmte und begannen sich zu versammeln, um jede Bewegung der Elefantenmutter genau zu beobachten. Die Elefantenmutter bückte sich und grub unaufhörlich mit ihrem großen Rüssel im Boden, als suche sie unter dem Schlamm nach etwas äußerst Wichtigem. Sie entfernte sich allmählich von der Herde, die sich weiter bewegte, und ignorierte dabei völlig die Rufe der anderen. Bei jedem Graben erzitterte ihr massiger Körper, sie atmete schwer vor Erschöpfung, weigerte sich aber dennoch aufzuhören. Die Menschen standen in einiger Entfernung im Kreis, neugierig und besorgt zugleich, dass sie jeden Moment gefährlich werden könnte. Doch die Elefantenmutter gab nicht auf und grub viele Stunden lang weiter, als ob sie von einem starken Instinkt angetrieben würde. Im Laufe der Zeit beschlossen die Dorfbewohner, näher heranzugehen, um zu verstehen, was das Tier da eigentlich tat. Als sie eine sichere Entfernung erreicht hatten, blickten sie in den Schlamm hinunter und waren sofort schockiert über den herzzerreißenden Anblick, der sich ihnen bot. Ein winziges Elefantenbaby lag tief im Schlamm fest und konnte sich kaum bewegen, um herauszukommen. Die Elefantenmutter grub so heftig, dass der Boden immer wieder nachgab und das Elefantenbaby dadurch immer tiefer einsank. Den Menschen wurde klar, dass das Elefantenbaby jederzeit ersticken und sterben könnte, wenn sie nicht bald eingriffen. Alle verstanden sofort, dass es sich hier um einen Wettlauf zwischen Verzweiflung und einem sehr zerbrechlichen Hoffnungsschimmer handelte. Die Dorfbewohner versammelten sich schnell und wussten, dass sie sofort etwas unternehmen mussten, um der Elefantenmutter und ihrem Baby zu helfen. Sie verstanden, dass die Elefantenmutter bei dem Schutz ihres Babys in große Gefahr geraten würde, daher war ein kluger und sicherer Plan erforderlich. Um Aufmerksamkeit zu erregen und die Elefantenmutter zu zwingen, das Gebiet vorübergehend zu verlassen, wurde ein Bananenlaster eingesetzt. Das Fahrzeug funktionierte und zwang die Elefantenmutter, ängstlich zurückzuweichen, wodurch Platz für die Rettungsmaßnahmen geschaffen wurde. In diesem Moment räumten die Dorfbewohner schnell die Schicht aus Sand und Erde weg, die die Elefantenmutter gegraben hatte, wodurch das Loch eng und gefährlich wurde. Schließlich schufen sie einen Raum, der groß genug war, um der Elefantenmutter einen besseren Zugang zu ihrem Baby zu ermöglichen. Als alles vorbereitet war, schoben sie den Bananenwagen beiseite und machten so Platz für die Elefantenmutter, damit diese zur Schlammpfütze zurückkehren konnte. Sobald sie den leeren Weg sah, rannte die Elefantenmutter in panischer Angst sofort zu dem Loch, als fürchte sie, ihr Kind wieder zu verlieren. Sie beugte sich tief hinunter und suchte mit ihrem Rüssel nach einem Halt, um den schwachen Körper des Elefantenbabys anzuheben. Doch der Schlamm war zu weich und rutschig, was es für beide extrem schwierig und sogar gefährlich machte, das Kind herauszuziehen. Jedes Mal, wenn der Rüssel vom Körper abrutschte, hielten die Dorfbewohner den Atem an, aus Angst, dass alle Anstrengungen wieder einmal vergeblich sein würden. Obwohl sie nach 11 Stunden des Grabens völlig erschöpft war, gab die Elefantenmutter nicht auf und trug die verzweifelte Kraft mütterlicher Liebe in sich. Schließlich findet die Elefantenmutter einen festeren Griff und legt ihren Rüssel fest um die Schulter ihres Babys, um zu ziehen. Sie setzte all ihre Kraft ein und zog einmal kräftig, sodass der riesige Körper vor Anstrengung zu zittern begann. Beim nächsten Zug begann der Rüssel des Elefantenbabys aus dem klebrigen Schlamm aufzutauchen und entfachte einen neuen Hoffnungsschimmer. Jubelrufe brachen aus unter den Menschen, die diesen wunderbaren Moment inmitten des verlassenen Feldes miterlebten. Der dritte entschlossene Zug befreite das Elefantenbaby endgültig aus der gefährlichen Schlammfalle. Das Elefantenbaby zitterte und schmiegte sich eng an seine Mutter, sein schwacher Atem wurde allmählich ruhiger, als es die vertraute Wärme spürte. Die Elefantenmutter schlang ihren Rüssel um ihr Baby, als wolle sie es fest umarmen, um es nach der schrecklichen Panik, die es gerade erlebt hatte, zu trösten.
Mutter und Kind standen lange beieinander und schienen den kostbaren Moment des Wiedersehens nach dem Kampf auf Leben und Tod zu genießen. Die Dorfbewohner blickten auf diese Szene und waren tief bewegt, da sie die Kraft der Liebe und die außergewöhnliche Beharrlichkeit deutlich spürten. Als das Elefantenbaby stabiler war, führte seine Mutter es sanft von der Grube weg zu der Herde, die sich entfernt hatte. Die beiden verschränkten ihre Rüssel beim Gehen, es sah aus, als würden sie Händchen haltend zu ihren Familien zurückkehren. Die Menschen blieben stehen und schauten zu, bis Mutter und Kind allmählich verschwanden und mit ihnen die wunderschöne Geschichte mütterlicher Liebe.